Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den RX-8. Und wie ihr es schon im Titel lesen könnt, ich werde heute die Zündanlage einmal beim RX-8 austauschen. Die Zündanlage beim RX-8 ist ja relativ bekannt dafür, dass die mal kaputt geht, also die Original-Zündanlage, beziehungsweise die Original-Zündspulen, dass die mal so ein bisschen durchschlagen und dann halt nach einer Zeit kaputt gehen, irgendwie so alle 20.000, 30.000 Kilometer soll man die, glaube ich, auswechseln, irgendwie sowas. Und ja, das ist ein relativ großes Problem, was auch relativ viele Probleme dann mit sich folgt, wenn man das nicht rechtzeitig erkennt oder wenn man die halt nicht einfach austauscht. Problem ist zum Beispiel, dass die Zündanlage oder die Zündspulen nicht mehr dazu in der Lage sind, das Benzin-Luftgemisch zu entzünden. Somit ganz viel Benzin nicht verbrannt wird und dann sich den Weg in die Auspuffanlage macht, was dann natürlich erstmal am Cut vorbei muss und der Cut kann dann schmelzen und das ist dann ein sehr, sehr doofes Problem, was man da hat. Weil wenn der Cut zuschmilzt, dann staut sich halt die ganze Wärme und halt die ganzen Abgase stauen sich vor dem Cut und irgendwann macht der Motor dann auch dicht. Deswegen sollte man die Zündspulen irgendwie, glaube ich, alle 10.000 oder 20.000 Kilometer mal nachgucken oder halt ein Upgrade-Kit einbauen, so wie ich es jetzt mache. So, ich zeige euch mal ganz kurz das Kit. Das hier ist ein Zündspulen-Kit von AEM. Das sind 4 Stück, halt wie beim ganz normalen RX-8 auch. Ich kann die mal eben ganz kurz zeigen, wie die so aussehen, beziehungsweise wie die auch festgemacht sind. Das ist eigentlich ganz geil sogar. So. Dann hat man hier eine Zündspule, hier ist noch eine Nummer hinter, was ich jetzt nicht weiß. Hier ist die Zündspule, hier vorne wieder das Zündkabel angebaut. Ja, hier hinten wären dann die Stecker, die ganz normal beim RX-8 auch verwendet werden. Da wird einmal das hier so ein kleiner Kabelbaum zwischengepackt. Also, top, erstmal aufhalten irgendwie. Einmal so. Hier kommen die Original RX-8 Verbinder rein, beziehungsweise die Original Stecker, die zur Zündspule hingehen. Und hier vorne kommen dann die Stecker, die hier vorne in die Zündspulen reingehen. Und das Ganze ist dann so mit solchen Abstandhaltern hier drauf gemacht. Und hier unten hast du natürlich noch die andere Spule. Haben wir das Ganze so drauf gesteckt und dann im Endeffekt mit Muttern wieder gesichert, damit er da nicht irgendwie einen Abgang macht. Dann hat man hier einmal, die auch mit dem Kit kommen, hat man hier einmal von MSD so ein paar Zündkabel. Und dann hier, wie gerade schon gesagt, ist einmal der ganze Bums mit hier Verkabelung und sowas. Und hier vorne habe ich dann noch ein paar neue Zündkerzen, weil wenn ich schon die ganzen Sachen neu mache, schmeiße ich auch ein paar neue Zündkerzen kurz rein. Natürlich alles zum Festmachen, also hier die 3 Schrauben gibt es mit dazu. Ja, mehr habe ich jetzt nicht groß zu erklären. Deswegen würde ich sagen, ich schmeiße mal die ganzen Sachen hier raus, baue die Zündspulen aus und hole euch dann irgendwie wieder ab, wenn ich neue Zündspulen einbaue oder sowas. Gucken. Auf jeden Fall, das mache ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die alten Zündspulen sind jetzt ausgebaut. Hier vorne liegen sie. Das sind jetzt einmal die alten 4. Falls ihr jetzt gucken möchtet, ob eure Zündspulen irgendwie kaputt sind oder sowas. Natürlich merkt man das. Erstens am Fahrverhalten, wenn das so ein bisschen stottert alles und wenn das halt nicht mehr vernünftig läuft. Und zweitens, falls man genau nachgucken möchte, sieht man häufig, so, wenn die hier unten drunter irgendwo hier in der Mitte so einen weißen Punkt haben, dann haben die Zündspulen meistens durchgeschlagen, beziehungsweise sind im Arsch und dann zünden die nicht mehr vernünftig oder zünden auch gar nicht mehr, kann sein. Und deswegen baue ich das Ganze jetzt auch eben drum. Weil bevor die irgendwie hops gehen und dann der Cut zuschmilzt und das Ganze dann an sich hops geht, nehme ich lieber ein bisschen mehr Geld in der Hand. Ja, investiere eben in ein schönes Zündspulen-Kit, was ich dann höchstwahrscheinlich für immer fahren kann. Ich werde jetzt das Ganze hier erstmal einbauen. Der Halter kommt dort vorne dran an die Schraube hier unten und an die beiden Schrauben hier vorne. Mit den Schrauben, die mitgeliefert wurden, da muss dann auch hier vorne das Kabel mit vorne dran. Also das hier, wo einmal Engine Ground draufsteht oder Engine Minus. Das kommt dann da dran. Und dann werde ich das Ganze mal zusammenschmeißen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, höchstwahrscheinlich, wenn die eingebaut sind. So, es ist jetzt soweit alles eingebaut. Zündspulen sind jetzt drin, Zündkerzen sind neu und die Zündkabel sind auch neu. Das hier ist auch schon alles angeschlossen, hier dran, am Minuspol von der Batterie. Und soweit ist alles angeschlossen. Ja, Einbau
war mehr oder weniger geil. An sich, die Dinger drauf zu tun, war relativ easy. Das war jetzt nicht das große Problem, genauso wie die Zündkabel hier dran zu machen. Aber ich sag mal so, die Verkabelung ist eine absolute Katastrophe. Muss man ganz ehrlich sagen. Ansonsten bleibt jetzt eigentlich nicht mehr viel zu machen. Ich werde jetzt erstmal hingehen, alles wieder draufbauen. Gucken, dass es alles vernünftig ist. Ja, ich baue das Ganze jetzt eben zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der X8 ist jetzt wieder komplett zusammengebaut. Der steht jetzt hier vorne. Ich bin jetzt auch gerade in der Halle, wie ihr seht, weil ich den Wagen jetzt auch ein bisschen gefahren bin, um mal zu gucken, ob sich das jetzt irgendwie verändert hat vom Fahrverhalten oder ob das jetzt relativ genau gleich ist wie vorher. Ich zeige mal ganz kurz, wie es jetzt aussieht. Natürlich sieht man nicht viel, aber wenn man dann hier unten hingucken würde, dann sieht man, dass da die 4 Zündspulen sind. An sich, wenn man das Ganze jetzt so eingebaut hat, und das habe ich jetzt vorhin nicht gesagt, aber wenn man das Ganze eingebaut hat, muss man noch einmal die Exzenterwelle kalibrieren oder zurücksetzen, ich weiß gar nicht, ich glaube kalibrieren ist das, und einmal den NV-RAM löschen. Ja, der Exzenterwellensensor kalibriert halt die Exzenterwelle neu, guckt halt, wo die Exzenterwelle gerade ist, und der NV-RAM speichert die gemischte Zusammensetzung von dem Auto. Deswegen, das muss man noch mal ganz kurz ändern bzw. löschen. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie das geht. Also ich werde es jetzt nicht machen, aber ich kann es euch eben zeigen, wie das geht. Wenn man jetzt hingeht, einmal, ich mache jetzt als erstes die Exzenterwelle und danach den NV-RAM, zeige ich euch, wie das geht. Exzenterwelle zurücksetzen ist relativ easy. Man geht hin, stellt den Schlüssel auf für Zündung, also startet den Motor nicht, sondern macht halt Zündung an und dann drückt man ungefähr 20 Mal relativ schnell hintereinander das Gaspedal. Ach, das Gaspedal, das Bremspedal. Und dann wird sich die Öldruckanzeige einmal so bewegen, zur Mitte hin und dann wieder zurückgehen. Dann weiß man, dass der Exzenterwellensensor kalibriert ist. Dann muss man noch den NV-RAM nochmal löschen. Das heißt, Gemischzusammensetzung und sowas wird alles gelöscht und man muss das Auto danach noch wieder neu anlernen. Wie man den NV-RAM löscht, ist eigentlich auch relativ easy. Man macht das Auto wieder aus. Ich habe da eben den Schlüssel rausgezogen, eben 10, 20 Sekunden gewartet oder sowas. Weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Auf jeden Fall geht man hin, drückt diese Taste hier oben, beziehungsweise den Knopf hier oben, das ist ja zum Kilometer zurücksetzen Knopf. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Auf jeden Fall, den hält man gedrückt und macht gleichzeitig die Zündung an. Dann hält man den immer noch gedrückt, bis hier unten Test steht, also genau dort unten. Dann kann man den loslassen und dann drückt man die ganze Zeit durch, bis da irgendwie, ich glaube, bei mir stand 55 unten. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ja, dann drückt man das einfach die ganze Zeit durch und wartet dann zwischendurch. Zwischendurch bewegt sich hier die Anzeige, also die Drehzahl. Geht einmal hoch und dann irgendwie auf 3000 bleibt er dann stehen. Dann bewegt sich hier vorne die Temperaturanzeige, die Benzinfüllanzeige, die Anzeige, also die Temperatur, Wassertemperaturanzeige und die Öldruckanzeige. Das bewegt sich alles ein bisschen, macht so ein paar Sachen. Ich habe jetzt immer, bei manchen tut sich relativ wenig. Da habe ich einfach irgendwie eine halbe Minute bis Minute oder sowas gewartet. Wenn man das Ganze dann gemacht hat und einmal durchgegangen ist, dann macht man die Zündung wieder aus, zieht den Schlüssel raus, wartet irgendwie ein paar Sekunden oder irgendwie 1, 2 Minuten. Ja, und dann geht man hin und muss das Auto neu anlernen. Ja, und wie gesagt, ich bin ja auch ein bisschen mit dem Wagen jetzt umgefahren, so 1, 2 Tage, wo ich das Kit jetzt eingebaut hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe einen kleinen Unterschied gemerkt. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist es jetzt auch einfach eine komplette Einbildung. Aber entweder liegt das durch die Zündspulen oder liegt das an den Zündspulen oder dass ich den NV-RAM und sowas gelöscht habe. Aber das Auto fühlt sich an, als wenn es ein besseres Ansprechverhalten hätte. Wie gesagt, keine Ahnung, kann eine absolute Einbildung sein. Aber irgendwie fühlt sich das an, als wenn es ja, besser anspricht. Und ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass mir die Zündspulen nicht irgendwie in 10.000, 20.000 Kilometern abrauchen werden. Und dass ich da irgendwie immer nachgucken muss oder sowas. So kann ich jetzt höchstwahrscheinlich hingehen und einfach die Zündspulen so drin lassen. Und die werden mir ein Leben lang halten. Beziehungsweise ein Motor Leben lang halten. Zündspulen sind jetzt eingebaut, jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache, um den ein bisschen zuverlässiger zu machen und das ist vorne die Kühlung, die werde ich einmal komplett neu machen. Das wird aber höchstwahrscheinlich irgendwann erst im Sommer passieren, weil jetzt im Winter brauche ich da nicht irgendwie groß hingehen und das Ganze neu machen. Gerade weil das jetzt auch noch mein Daily ist und ich da jetzt nicht drauf verzichten kann. Ja, an sich, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter, sagt mir aber warum, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.